Langsam rennt uns die Zeit davon. In wenigen Wochen beginnt unsere Amazonas-Expedition. Bevor wir Paraguay verlassen, wartet allerdings noch eine ganze Liste an Aufgaben auf uns. Und einige davon schieben wir schon seit Monaten vor uns her. Das Problem ist, dass die Liste immer länger wird, wir aber immer weniger Zeit haben. Der Countdown beginnt. Seit 3 Jahren reisen wir kreuz und quer durch Südamerika. Wir sind Alessandra und Björn. Mit unserer Hündin Mali reisen wir in einem 42 Jahre alten VW-Bus T3. Wenn du mehr von uns sehen möchtest, folge unserem Kanal. In den vergangenen Monaten haben wir jedes kleine Problem am Bus einfach auf eine Liste gesetzt. Nichts davon war wirklich dringend, zumindest bisher. Doch jetzt, wo die Amazonas-Expedition immer näher rückt, rennt uns die Zeit weg. Und wir müssen all diese Punkte endlich angehen. Während einer Expedition kann selbst ein kleines Problem schnell dazu führen, dass man mehrere Tage feststeckt. Besonders auf hunderten Kilometern unbefestigter Straße, voller Schlaglöcher, Schlamm und weit entfernt von jeder Werkstatt. Und in Brasilien kommt noch ein ganz anderes Problem dazu. Denn in Brasilien ist es mit einem außergewöhnlichen Fahrzeug, wie wir es haben, nicht einfach, an passende Ersatzteile zu kommen. Es gibt zwar Volkswagen und auch den berühmten brasilianischen Kombi, aber der VW-Bus T3 ist niemals in Brasilien gefahren. Deshalb möchten wir alle Schwachstellen beseitigen, bevor wir Paraguay verlassen. Guten Morgen, ihr Lieben. So, mir steht der Schlaf noch im Gesicht, aber hochmotiviert. Es kommt der nächste Teil vor unserer Abfahrt Richtung Amazonas. Also eigentlich der wichtigste Teil, nämlich unser ewiges Sorgenkind. Also eigentlich darf man das ja gar nicht sagen, dass der ein Sorgenkind ist, weil der in den letzten Monaten nämlich sehr, sehr gut läuft. Ja gut, sagen wir es nicht zu laut, ihr wisst ja, wie es ist. Wenn man etwas zu laut lobt, dann funktioniert es am Ende nicht mehr. Aber hier funktioniert es sehr, sehr gut. Also ich muss wirklich sagen, fantastisch. So gut hat der lange nicht funktioniert. Aber auch egal, darum geht es ja jetzt gerade nicht. Wir fahren in die Werkstatt. So, und wir haben ein paar Dinge vor. Ich habe geile Ersatzteile bekommen. Wer uns verfolgt, weiß, dass unsere Federteller hinten kaputt sind. Hier sind neue Federteller. Und wir sacken dadurch, weil die Federteller kaputt sind, auch einfach mal 1 Zentimeter schon tiefer hinten ein. Da kann ich eine Unterlegscheibe drunter legen, so viel ich will. Dann bin ich ja nicht höher hinten, sondern nur wieder genauso hoch, wie ich sein müsste. Wenn wir die neue Federaufnahme drin haben, dann sind wir wieder bündig. Und das wollen wir machen. Dann haben wir uns ja irgendwann mal in Bolivien den Türgriff abgefahren. Uns kommt Öl aus dem Getriebe hinten raus. Und all dieser Kram, der muss natürlich gemacht werden, bevor wir in den Amazonas aufbrechen. Weil wenn dort irgendwas passiert, dann ist es blöd. Machen wir es lieber vorher. Und hier habe ich ja meine Superwerkstatt, meinen Freund Volker. Zu dem fahren wir jetzt hin. Bequatschen das Projekt, wie wir vorgehen. Da gibt es ja noch ein paar ganz andere Sachen. Aber also das Special-Ding, was kommt, das sage ich euch jetzt noch gar nicht. Das absolute Special-Teil, das wird was ganz, ganz Einzigartiges. Das erzähle ich euch mal ein bisschen später, wenn wir das Teil in der Hand halten. Jetzt macht das noch keinen Sinn. Gut, aber erstmal den mechanischen Kram. Auf zur Werkstatt. Oh, und heute kommt ein richtig schöner Schraubertag. Das ist nämlich eine ganz schön lange Liste. So, da sind wir auch schon. Die Werkstatt meines Vertrauens. So, fantastisch. Hier sind wir richtig. Wunderprächtig. Guckt euch das an. Das ist der Unterbau von so einem Rallye-Teil. Das müssen wir uns gleich nochmal genauer angucken. Das ist ja geil. Ja. Wow, mit neuem Vordach. So, da sind wir. So, Schrauberbrille auf. Das allererste natürlich Batterien abklemmen. Wir müssen ja schweißen. Packen das Ding jetzt hier vernünftig fest. Wollen auch den nicht hochheben dafür, weil auf der Hebebühne halten wir das für Blödsinn. Wir lassen den unten, weil wir machen ja alles ab. So kann die Achsschwinge ja sonst ganz runterfallen. Das wollen wir so ein bisschen umgehen. Und so sind wir dann sozusagen auf dem Boden und lassen die Achsschwinge auch am Auto für die Arbeit. Nur muss natürlich die Antriebsachse ab. Wenn die Antriebsachse nicht abkommt und da wird jetzt rumgehämmert, dann wäre das scheiße fürs Getriebe. Das lösen wir also vorher. So, das als erstes, also Batterien ab und dann geht's weiter. Das Gewinde neu machen. Ja. So, auf geht's. Und wir mussten das natürlich am kältesten Tag machen. Heute Morgen war das erste Mal das Gras gefroren in Paraguay. Also nicht das erste Mal generell, aber das erste Mal dieses Jahr.
Und es ist richtig eisekalt. Hier kommt auch nie die Sonne her. Hier ist natürlich auch keine Heizung. Hier ist alles offen, weil hier ist immer schweinewarm. Und jetzt haben wir den Salat hier. Ein bisschen fest. Ah, da seht ihr mich wieder in gewohnter Pose. Schön unterm Auto rumschrauben, das macht Spaß. Ah. So, die Achse muss halt raus, damit nicht am Getriebe rumzerrt. Oh, sieht gut aus. Die war auch gerade erst offen, das ist schön sauber. So. Also der Hauptgrund, warum wir hier schrauben, ist ja unsere Federauflage. Die ist ja nun völlig durchgegammelt und dieser Nippel, der da drauf ist, der dann so sozusagen unseren Federweg begrenzt, der ist auch nicht mehr da. Das ist schlecht. Und hier seht ihr, hier ist einfach überhaupt nichts mehr existent. Das Teil wird jetzt hier rausgestemmt und da kommt dann eine neue Platte rein. Und dann sind wir automatisch auch höher, weil die Feder eben nicht mehr hier einsackt. Sag doch mal, Freundchen, da muss Der macht mich fertig, der macht mich fertig! So, und hier ist das alte Teil, also völlig durchgegammelt. Und das ist, da ist nichts mehr von da und es hält auch nichts mehr. Also insofern, das lag da jetzt noch drin. Ja, und dann hoffen wir, dass wir das heute noch hinkriegen. O mismo martillo de idea. Der Look, geht alles, solange ich nicht auf die Hand klopfe. Jetzt kommt er. Warte, ich biege ihn zur anderen Seite rüber. Muss bewegen, es ist es dann geht. Weil der hat schon geknackt einmal. Juhu! Ese para CD. CD, Das ist die alte CD. Hier kannst du durchgucken. Guck mal, Josie, kannst du durchgucken. Ja. Schön, das Ding ist schon mal raus. Mann. Drei Schweißpunkte haben sie gesagt im Internet. 3 Schweißpunkte. Das waren bestimmt 8. Gut, scheißegal, mehr noch. 1, 2, 10 Schweißpunkte. Gut, aber das Ding ist raus. So, da haben wir ja bis zur Mittagspause schon mal ein so ein Ding geschafft. So, jetzt erstmal Päuschen. Habe ich so lange nicht mehr gemacht. Also, was will man auch essen? Also in der Werkstatt, wenn nebendran noch ein Bäcker ist, der ist mit Käse ein bisschen schlecht. Aber Paprika-Liona Brot ist eigentlich meine Lieblingswurst auf Brot. Also jetzt schon seitdem ich 18 bin. Oder jünger noch. So, wie heißt es hier? Mahlzeit. So, jetzt kommen die ganzen alten Schweißpunkte weg, danach machen wir noch den Rost weg und da kommt natürlich der Spezialaufsatz, der Flex zum Einsatz. Der bekannte, das darf ich ja nicht mehr sagen. Ich darf es nicht sagen, aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, die aus dem Kfz-Bereich kommen, wie nennt man das Ding. So, damit machen wir den Rost weg und dann lackieren wir ein bisschen, damit es dann nicht weiter rostet. Lassen es trocknen, punktieren und dann bauen wir den Scheiß wieder zusammen. Juhu! Ja klar. Los geht's. Langsam. Achse ist ab. Ja. So, wunderprächtig. Das sieht ja schon gut aus. So, dann mal die Feder hier. Das sieht gut aus. So, Feder ist aus. Wunderbar. Also hier sieht es ja noch ein bisschen besser aus als auf der anderen Seite. Den Gummi, den ich da reingestopft habe, ja gut, hat er aber überlebt. Nicht schlecht.
Also Schorschi, ich weiß ja nicht, was du so lange brauchst. Da braucht er eine halbe Stunde, um das rauszumachen. War da ganz schnell. Naja, das war einfacher hier. Schorschi! Also die Stelle haben wir jetzt natürlich den ganzen Staub weggemacht, dann haben wir den Rost weggemacht, dann haben wir mit der Schleifscheibe den ganzen restlichen Rost weggeschliffen und alles wieder plan geschliffen. Und damit es jetzt nicht rostet, lackieren wir das auch. Und nennt mich verrückt, aber das Einzige, was ich jetzt hier habe und was richtig, denke ich, gut funktioniert und auch gut aussieht für dort, ich habe hier Thermolack für Ofenrohre. Ja, die halten A was aus, sind auch ein bisschen stoßsicher und kannst du über Rost auch drüber streichen. Also perfekt. So, streichen wir jetzt, muss ja auch nicht schön aussehen, sondern soll praktisch sein. So, Lack ist trocken. Wir haben jetzt auch schon die neue Unterlegscheibe sozusagen drauf, also diese neue Federaufnahme. Und guckt mal, das ist ganz wichtig, die muss ja exakt an der gleichen Stelle sitzen. Also wenn man das lackiert hat, sieht man ja gar nicht mehr, wo die vorher saß. Aber da sind in diesem Ersatzteil gleich 2 Führungslöcher oder 4 Führungslöcher drin. Die sind auch unten in der Ringe drin und dadurch lässt sich das gut festmachen. Und jetzt bewegt sich halt überhaupt nicht mehr, nicht links, nicht rechts. Und jetzt können wir es schön festschweißen und sind exakt in der Position, wo wir hinwollen. So, das Ding punkten wir jetzt an. Und dann sind wir auch eigentlich mit dieser Geschichte schon fertig. Was ich auch gemacht habe, ich habe nochmal unseren Nachsteller von der Feststellbremse umgedreht, weil die hat ja auch schon wieder nicht richtig funktioniert. Das funktioniert jetzt auch. So, und dann sind wir mit dem hinteren Teil hier schon fertig. Als nächster Schritt kommt dann dran, guckt mal hier, das sind unsere Federwegsbegrenzer und die haben sich halt schon zur Hälfte aufgefressen in der Zeit. Ich will da halt wieder einen neuen Gurt dran machen, damit es wieder stabil ist und damit wir jetzt auf den nächsten Kilometern im Dschungel nicht irgendwelche Probleme haben. So, und dann sind wir mit dem hinteren Teil auch schon fertig. Dann geht es an die Stoßdämpfer vorne und den ganzen Rest, den wir noch zu machen haben. Und unser Sorgenkind, ich will es unbedingt gemacht haben, guckt mal, Türklinke, das muss gemacht werden. Es sieht einfach so scheiße aus. Andererseits ist es total sicher, es kommt von außen wirklich keiner mehr rein, weil hier gibt es keinen Griff mehr oder was man irgendwie aufbrechen könnte. Also da kannst du machen, was du willst. Hat auch vielleicht seinen Vorteil. Wir haben heute schon drüber nachgedacht, vielleicht machen wir einfach zu, machen da das Loch zu, dass die Tür zu ist und fertig, kommt gar keine Klinke mehr ran. Aber gut, ich habe die Klinke ja, also werden wir sie auch verbauen. Später kommt Volker, der Chef der Werkstatt, noch vorbei und guckt sich unsere Tür an, weil die ist ja auch völlig verformt durch den Unfall und auch die müssen wir wieder gerade richten. Hier auch wieder reingekommen. Ah. Das ist auch China-Konstruktion. Ja. Nach oben am Kopf. Am Kopf der Schraube. Ja, genau. Ihr habt bestimmt gemerkt, dass wir in den letzten Videos immer wieder einen Marketingblock drin hatten. Und brauchen wir natürlich ganz klar, um uns zu finanzieren, sonst geht die Reise hier nicht weiter. Wir versuchen natürlich immer einen Partner zu finden, der auch wirklich zu uns passt. Und was passt besser zu uns und zu so einer Reise, als Sprachen zu lernen? Ich habe angefangen mit Rosetta Stone Portugiesisch zu lernen und nicht nur das. Ich habe auch vor ein paar Wochen angefangen, intensiv Deutsch zu lernen. Deshalb kann ich heute in die Kamera sprechen. Die immersiven Lektionen in der App von Rosetta Stone gibt es schon in Lerneinheiten ab 5 Minuten. So kannst du deine neue Sprache überall lernen, egal wohin das Leben dich führt. Rosetta Stone nutzt die sogenannte True Accent Technologie, um deine Aussprache immer direkt mit der Muttersprache bzw. der richtigen Aussprache abzugleichen. Seit über 30 Jahren gibt es Rosetta Stone. Millionen Menschen haben so eine der 25 angebotenen Sprachen gelernt. Die Methode zeigt, wie du an mir siehst, schnell ihre Wirkung. Bereits 13 Stunden Lernen mit Rosetta Stone entsprechen einem ganzen Semester Spanisch an der Universität. Und das kannst du bequem in der App oder am PC machen, ganz wie du magst. Wenn du genauso große Lust hast, Sprachen zu lernen wie wir, dann probiere es doch mal mit Rosetta Stone. Schau einfach unsere Videobeschreibung. Dort findest du einen Link zu Rosetta Stone oder nutze diesen QR-Code.
Die letzten Tage wollen wir natürlich auch noch genießen. Und sobald die Sonne scheint, fahren wir mit dem Motorrad durch die Gegend. Ein bisschen traurig sind wir, dass wir bald kein Motorrad mehr haben. Es macht einfach sehr viel Spaß hier auf den Erdstraßen. Wir werden es bald verkaufen müssen. Und wieder sind es 2 Tage weniger, bis es endlich losgeht. Aber auch 2 Tage weniger, die uns noch bleiben. Cool. Zuckerrohr. Gut. Scheiße. Fantastisch. Heute haben wir mal ein schönes Projekt. Heute sind wir mit Diana und Marc draußen. Und Marc, der hat ein Lied gemacht über Independencia, also über die Kolonie Independencia. Und wir werden jetzt zum ersten Mal in unserem Leben, und da haben wir richtig Bock drauf, das Video drehen für die. Also sprich das Musikvideo, was später dann sozusagen im Internet zu sehen ist mit dem Song über Independencia. Da vorne Marc, Diana, Alessandra. Ja, wir drehen ein Musikvideo. Das wird schön. Mega cool die Aussicht. Sind wir ganz oben auf dem Cerro Yacatí. Und Alessandra macht jetzt die ersten Aufnahmen. Dann gucken wir, dass wir das noch mit der Drohne schön verfilmen und dass wir am Ende ein richtig schönes Produkt haben zu dem Lied. Und das Lied ist wunderschön, das kann ich schon mal sagen. Kriegt dann natürlich auch noch zu hören. Ja, da das ein Musikvideo ist, können wir sogar reinreden, weil die Musik wird ja später drüber gelegt. Und Alessandra macht jetzt erstmal die Aufnahmen, die wir brauchen, damit es am Ende eine schöne Tiefe hat und sozusagen seine Gedanken zeigt, wie er in die Landschaft guckt. Zwischen deinen Reben lässt es leben, Kulturen vereint, deine Wälder, deine Flüsse, deine Berge und dein Himmel. Ich erhebe mein Glas. Also wenn euch die Musik von Marc Kaiser interessiert und ihr das gesamte Lied mal hören möchtet, dann guckt einfach mal unten in der Videobeschreibung. Im Text haben wir den Künstler verlinkt. Da könnt ihr raufklicken, da ist Marc Kaiser. Und wenn ihr mehr sehen wollt, findet es dort. Ja, wir sind voll die Idioten. Unglaublich. Ja, genau. Das ist echt nicht zu fassen. Wir sitzen im Auto, wir haben gar keinen Bock im Auto zu sitzen. Und nur weil wir echt einen total blöden Fehler gemacht haben. Ja, wir fahren gerade nach Asunción und hatten überhaupt gar nicht vor, noch mal nach Asunción zu fahren. Wir kamen ja gerade von Asunción. Genau, 10 Tage vorher, ne? Wir waren da. Wir hätten also alles schon erledigen können. Was ist passiert? Wenn man mit so einem Auto wie wir, also mit einem touristischen Fahrzeug in Südamerika unterwegs ist, in allen südamerikanischen Ländern, dann muss man das Auto mit TIP einführen. TIP ist Temporary Import. Das heißt, man darf mit seinem Auto je nach Zollbestimmung 3 Monate, manchmal auch 8 Monate oder länger im Land bleiben. In Paraguay ist es so gelöst, dass man 3 Monate im Land bleiben darf und dann muss man verlängern. Auf dem Tipp drauf kann man sich einen neuen Stempel holen, dann verlängert man und dann ist gut. Wir sind gerade durch Asunción durch, wir sind wieder in Independencia, wir wollen an unseren Videos arbeiten. Und wir gucken auf diesen Tipp und da ist unser Stempel. Also wenn man eine Sache in Paraguay nicht macht, ist, dass man auf dem Freitag versucht, Behördengänge zu machen. Weil wenn dann irgendwas schief geht und man nicht rechtzeitig in Asunción ankommt, Unfall, Panne oder sonst was, dann wird das nichts und dann haben wir unseren Termin verpasst und dann wird es richtig schweineteuer. So, deswegen haben wir ein Problem. Weil man dann, sobald man diesen Tipp überschreitet, sozusagen sein Auto importiert hat. Und wenn man sein Auto importiert hat, dann muss man den Listenpreis, ich kann jetzt aber wirklich nicht sagen, ob Neupreis, den aktuellen, ist mir aber auch egal. Wir wollen das Auto ja nicht importieren und wir haben keinen Bock, auch nicht nur 1.000, vielleicht 5.000, es ist uns egal, wir wollen gar keine 1.000 zahlen. So, und deswegen sitzen wir jetzt mit unserem Hintern im Auto und gurken nach Asunción. Wir haben da so einen Stellplatz in der Mitte der Stadt, dass wir morgen nicht diesen Berufsverkehr haben und nicht dann in die Stadt reinfahren müssen. Und dann hoffen wir, dass wir morgen bei der DENIT, das ist die Hauptzolleinfuhrstelle in Asunción, eben genau diesen Wisch hier erneuern können. Ja, wir können nicht immer an alles denken. Exakt. Und so machen wir uns wieder mal auf den langen Weg nach Asunción. Es ist hier normal, dass viele Dinge eben nur in der Hauptstadt zu regeln sind. Wir sind sehr spät losgefahren und es wird schon dunkel.
Außerdem gibt es eine Unwetterwarnung für die Region. Und wir fahren direkt darauf zu. Geschafft. Ey, und auf den letzten Metern hat es so angefangen zu regnen. Also Asunción hat es ja mal in sich. Wenn es hier runterkommt, kommt es richtig runter. Das donnert auch richtig und blitzt. Aber wir haben einen total coolen Stellplatz. Wir waren hier schon mal vor 1,5 Jahren, glaube ich. Ja, 1,5 Jahre ist schon her. Und ist direkt in der Stadt, also auch direkt am Wasser. Also hier ist man direkt so an diesem Fluss dran. Und auch sicher, weil es ist direkt vor der Touristenpolizei, die das auch begrüßen, dass man hier mit seinem Auto steht. Das heißt, wir pennen hier heute Nacht und morgen früh gucken wir, dass wir so früh wie möglich zu Denit kommen und dann unseren Tipp da machen. Ab 7:30 Uhr haben die auf, also definitiv, dass wir wir müssen das vormittags erledigen, dass wir wieder rauskommen und dann ist das Thema durch. So, für heute reicht's, ich habe Hunger. Es gibt nichts zu essen. Es gibt irgendwas. Irgendwas gibt's immer, wenn nicht, gibt's Eier. Oder Mandeln. In der Nacht ist an Schlaf nicht zu denken. Draußen tobt der Sturm. Wir kuscheln zu dritt im Bett und genießen das Naturspektakel. Morgen, so, auf geht's. Wir fahren zur Denit, zum Auto verlängern, also zu dem Ort, wo alle Importgeschichten geregelt werden müssen, hier in Asunción im Hafen. Und es ist von hier auch nicht weit, wir stehen direkt vor der Nationalpolizei, das sind jetzt 2 Kilometer, sind wir da. Ich bin fertig, Alessandra nicht. Aber das ist ja normal, wäre ja auch ein Weltwunder, wenn es andersrum wäre. So, und jetzt hoffen wir, dass wir das schnell alles geregelt kriegen und auch schnell wieder aus Asunción raus sind, weil was sollen wir jetzt hier? Na, also wir wollen weiter an unserem Video arbeiten, wir wollen wieder zurück nach Independencia. Also versuchen wir, dass es hier schnell über die Bühne geht. Und beim letzten Mal ging es schnell, drückt uns die Daumen. Bist du fertig? Ja, quitar los pelos ahí, por favor. Y ahí hay un frog. Unglaublich. Also in den Gebäuden drin ist die Hauptsteuerbehörde. Also in einem von den, ich glaube 4, im Tower 4. Ich weiß nicht, welcher Tower 4 ist, aber in diesen Dingern ist es drin. Hermann in la sombra y vengo contigo. Ja. Ja, wir haben es. Guckt mal hier. Das war sehr schnell. 2 Minuten. Also hier geht es wirklich flink, also woanders geht es aber nicht. Also falls ihr sowas zu erledigen habt, fahrt nach Asunción, dann ist es innerhalb von ein paar Minuten gemacht. Genau. So, wunderbar. Na, nicht kaputt machen, macht es jetzt nicht kaputt. Jetzt macht sie auch noch den Tipp kaputt. Wenn er kaputt ist, ist vorbei. Ja gut, egal. Hier ist es auch egal, ob er zigmal geklebt ist mit Tesafilm, das geht auch. Wir haben noch 3 Monate bis August, aber wir gehen raus vorher. Genau, also das Auto ist sicher. Wir sind nicht sicher, dazu sagen wir aber später noch mal was. Oder Genau. kann ich auch gleich sagen. Ne? Also, genau. Ich bin nicht. Also sie ist nicht sicher. Also brauchen wir nicht lange rummachen. Ganz kurz erklärt. Sie hat ja nicht die Einreise nach Paraguay gemacht. Das heißt, sie hat immer nur 3 Monate. Und du bist Ende Februar gekommen, ne? Jetzt ist es aber so, dass man, wenn man nicht rausgeht aus dem Land, einfach Strafe zahlt.
Und die Strafe ist einmalig, egal ob man jetzt einen Tag überzogen hat, 10 Tage überzogen hat, 10 Jahre überzogen hat. Diese Strafe ist nur einmalig zu entrichten und danach ist auch alles wieder gut. Und die liegt derzeit, ich glaube, so bei 600, 700.000 Guarani, das sind so 100 €. Dafür, dass wir hin und hier raus und rein müssen und nach Argentinien und eine Runde fahren müssen und tanken und alles, da ist definitiv für uns besser, die Strafe zu zahlen, haben wir den Stress nicht. So, das heißt, sie ist jetzt auch sicher, Auto ist sicher und wir können uns darum kümmern, hier unseren Abschluss in Paraguay zu finden. Also wir treffen uns hier gerade mit einem Freund und der Hund darf nur in die Mall rein, wenn wir den Hund in einen Hundewagen tun. Ein Hundewagen, habt ihr schon mal von einem Hundewagen gehört? Also das ist der Hundewagen. Unser Freund. Und das ist der Hundewagen und da muss der Hund jetzt rein. Wenn der Hund da nicht drin ist, dann darf der Hund sich hier nicht bewegen. Na Mali, bist du glücklich? Mach mal Sitz. Sitz. Mach mal Sitz. Sitz. Ja, fein. Mensch, bist du super. So, und jetzt fahren wir mit dir. So, fein. Langsam, langsam. Also ich habe noch nie von einem Hundewagen gehört. Also wirklich, wir müssen einen Hundewagen tun. Die hat totale Angst, sich schon drin zu bewegen. Sie hasst es wie die Pest. Willst du auch mal in den Hundewagen? Wenn die schlecht ist. Ich dachte, hat ja recht, ja, gar keine Frage, dass es nicht schlecht war. Ja? Ist so gemütlich. Ja, voll. Essen geben, es geben. All das gibt's nicht. Absolut. Ich bin froh, dass es heute noch mal so warm ist und genieße die Zeit mit Mali. Ab morgen soll es sehr viel kälter werden. Guten Morgen. Heute ist noch kälter. Unglaublich. Schaut mal an, wie ich aussehe. In Paraguay. Das ist echt nicht zu fassen. Aber hier kommt die Sonne halt erst so spät hin. Wir haben irgendwie 8 Grad. 8 bis 10 Grad. Das ist schon richtig kalt. Das sehe ich ja aus wie im Altiplan. So, heute kümmern wir uns mal um die Federwegsbegrenzer. Ich habe Sicherheitsgurt von Volker bekommen. Den nehmen wir natürlich wieder doppelt wie beim ersten Mal. Und jetzt suche ich mir einen Schneider, der mir dann das zusammennäht und ich das dann sozusagen als meinen Federwegsbegrenzer einbaue. Gut, aber die muss man erstmal rauskriegen aus dem Gurtding, weil die sind ja da fest drin und die kriegst du ja da nicht raus, weil die Gurtsperre ja an ist, sobald das Ding ausgebaut ist. Aber so ein Vorschlaghammer macht das. So, hab das Ding jetzt wieder zusammengebaut. Wir sind höher hinten, sieht viel, viel besser aus. Ich bin total verdreckt. Ja, aber egal. Ergebnis ist cool, guck mal. Warte mal, hier Tür zu. Achso, habe ich ja noch gar nicht gesagt. Türgriff. Wir haben einen neuen Türgriff. Aber was viel wichtiger ist das hier. Könnt ihr sehen, wie schön gleichmäßig der ist? Der sackt hinten nicht ein. Und ich habe bisher noch nicht mal die Stoßdämpfer aufgeblasen, da ist überhaupt gar keine Luft drin. Und man muss die ja mindestens, ich weiß nichts Falsches sagen, aber irgendwie mit 3-4 Bar muss man die sowieso fahren. Die müssen drauf sein. Und das heißt, der kommt noch mal ein Stück höher. Das ist richtig, richtig cool. So, ein weiterer Tag in der Werkstatt. Und wir sind langsam soweit. Hier ist unser alter Gurt, habe ich euch ja gestern schon gezeigt. Und hier ist unser neuer Gurt. Total schön, richtig gut geworden, schön stabil, ein bisschen flexibler auch. Das Ding ist ja hier, also, guck mal den Unterschied. Das ist ein Unterschied. Da wollen wir es doch schlaff haben. Auf jeden Fall richtig gut. Die mache ich jetzt aber noch nicht rein, weil da habe ich noch keine Löcher drin, die möchte ich erst machen. Baue erstmal noch mal die alten rein, dass ich fahrbereit bin. Ja, und dann ist die Karre sozusagen nutzbar. Schön. Dann haben wir den hinteren Teil schon erledigt. Geil.